Seid gegrüßt, Freunde. Hausboot-Profi Frank wieder für euch unterwegs in der Seenplatte und heute bin ich zu Gast bei Lockerboat und hier sehen wir den neuesten Flottenzuwachs von Lockerboat, nämlich die Pinichette Evolution, ein neues Modell, das zusammen mit der renommierten Linsenwerft entwickelt und gebaut wurde. Und wir haben 9,50 Meter Länge, 3,20 Meter Breite, also wirklich eine sehr kompakte Bauart. Das Ganze komplett aus Stahl. Sonst sind wir ja von Lockerboat die GFK, Ferienboote, Mietboote gewohnt. Hier komplett in Stahl gebaut. Und ich bin ganz gespannt, weil das hat ein innovatives Antriebskonzept. Das Schiff ist voll elektrisch. Wir werden zwar heute nicht Probe fahren, aber angucken tun wir uns das alles. Seid ihr gespannt? Dann kommt mit an Bord. Ich lade euch ein. Bis gleich. So, dann gehen wir doch mal hier direkt an Bord und befinden uns schon mal im Salon, durchschreiten diesen der Länge nach. Da war der Steuerstand und wir sind am Bug. Und den Bug nutze ich jetzt, um einmal kurz über das Schiff zu sprechen. Denn wie ihr gesehen habt, hat das auch, was die Kabinenaufteilung angeht, ein ganz neues Konzept. Und wie immer gehen wir jetzt erstmal grob durch, damit ihr euch orientieren könnt. Wir sind hier am Bug mit großer Sitzgruppe. Die sieht man, wenn man ein bisschen nach unten schaut. Ne, hier kann man in der Runde sitzen und direkt neben dem Bug, ganz vorne, ist auch der Steuerstand. Wir drehen uns etwas weiter, schauen mal durchs Fenster rein. Dort ist nicht viel zu sehen, aber wenn wir durch die Tür schauen, haben wir dort ein Sofa, würde ich mal so sagen. Schaut das aus. Eine Stufe runter. Wir sind im Salon, gehen nach Achtern, haben hier die Küche, haben hier den Esstisch und dann am Heck mit 2 Stufen zu erreichen die Terrasse, schließlich mit Badeplattform. Und nun wollen wir uns mal im Detail anschauen, wo wir denn eigentlich wie hier an Bord leben können. So Freunde, bei den kompakten Baumaßen, die die Evolution hat, stellt sich natürlich die Frage, wie viel Platz haben wir drin? Lasst uns einfach mal kurz messen. Ich habe ja wieder mein Lasermesser dabei. Den werde ich mal hier in die Hand nehmen und dann können wir uns das anschauen. Also, was ist die Stehhöhe, werde ich häufig gefragt. Wir stellen ihn mal hier auf den Boden, schalten den Laser an, messen, Stehhöhe 2 Meter in der Evolution. Und die Breite, hoffe ich, dass ich sie messen kann. Das ist immer ein bisschen schwierig mit den Fenstern. Aber wir können hier mal messen, die Kabine, wie lang sie ist. Ich gehe hier von der Glasscheibe aus, schalte den Laser ein, gehe auf die Länge und da haben wir ja, gute 2 Meter. Also 2 Meter Höhe, 2 Meter Länge für die Kabine. Und dann die Breite, das können wir vermutlich hier ganz gut messen. Wenn wir uns das hier einmal anschauen, Laser an, geht hier drüben auf die andere Wand. So, jetzt, zack, da haben wir 2,80. Also für die Kabine mit der Küche, Salon, aber auch Schlafraum 2,80 Breite. Und ja, das ist doch für so eine kompakte Baumaße schon ganz ordentlich. Wenn wir reinkommen, sind wir erstmal im Küchenbereich. Hier komplett in Edelstahl gearbeitet, durchgängig. Das sieht recht hochwertig aus. Und wir haben an Bord kein Gas, keinen anderen Energieträger, kein als Strom. Nein, stimmt nicht ganz. Wir haben auch Diesel. Und mit dem Diesel wird über den Generator Strom erzeugt. Und mit diesem Strom wird dann alles, was wir an Bord nutzen,
betrieben. Hier finde ich ganz praktisch Abtropf, Gitter fürs Geschirr, Einhandmischarmatur, ein elektrischer Backofen. Wie gesagt, betrieben über den Generatorstrom und ein Induktionskochfeld mit 2 Kochplatten. Küchenutensilien schauen wir hier drunter. Finde ich ganz gut. Arretiert, offen. Der eingebaute Kühlschrank. Auch elektrisch. Und für so ein relativ kompaktes Boot, wie gesagt, 3,20 Meter in der Breite und ja, 9,50 Meter in der Länge, sind das 2 bis 4 Personen, die hier fahren können. Schauen wir hier. Alles an Bord. Messer, Gabel, Küchenutensilien, Gläser. Schön verstaut in der Schubkasten. Guck mal, mit Dämpfung, das finde ich. Ja, geht arretiert. Hier Teller dabei. Also man kann sagen, komplett ausgestattet. Geht's zu. Und hier haben wir nochmal dann Müll und Töpfe zum Kochen. Somit ist die Küche urlaubsgerecht komplett ausgestattet und wir haben von der Küche wirklich eine schöne große Glasscheibe, mit der wir einen Panoramablick auf hier den Hafen und andernorts natürlich ins Grün haben. Und oberhalb können wir auch noch mal hier gucken, haben wir noch mal Stauraum. 2 Fächer. Wunderbar. Schauen wir auf die andere Seite. Hier ist der große Esstisch. Stilecht in Lockerboard-Farben mit Kissen ausgestattet. Das sieht ganz gut aus. Leselampe. Das heißt, das ist nicht nur unser Sofa, sondern wir können es dann auch in ein Schlafzimmer umbauen. Somit ist unsere Kabine tagsüber als Salon genutzt. Gehen wir weiter in Schiffsrichtung. Dann sehen wir hier auf der linken Seite die Toilette. Die ist hier ohne Waschbecken, aber dafür mit Ablagemöglichkeit hier oben. Großes Fenster. Elektrisch betrieben. Schließen wir hier wieder. Wenden uns um 180 Grad und haben dann die Dusche. Duschkopf, Mischbatterie und hier dann das Waschbecken. Gut, warum man jetzt das Waschbecken nur hier hat und nicht auf der Toilette, das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Ich persönlich hätte ein Waschbecken in der Toilette ganz gut und praktisch empfunden. Aber das ist nur eine Anregung von mir. Und dann haben wir hier natürlich den Duschvorhang, mit dem wir uns die Duschkabine hier oben, seht ihr die Schiene, einhausen können, sodass nicht alles durch die Gegend nass wird. Und was ganz gut hier gelöst ist, sehe ich gerade, ist unten die Schiene zum Ablauf. Hier, also offensichtlich nicht nur ein Auslass in einem Loch, sondern eine richtige Auslassschiene. Das ist ganz praktisch, weil ja so ein Boot auch immer mal in irgendeine Richtung schief liegt, je nach Tankfüllung, nach Besatzung und so weiter. Und dann hat man hier auf jeden Fall sichergestellt, dass das alles gut abläuft. Wir gehen weiter zum Steuerstand. Bei der Evolution ganz vorne an Steuerbord. Das ist schon mal schön.
Und wir haben ein wirklich großes Steuerrad. Und wenn ich mich jetzt hier mal hinsetze, dann schauen wir mal, wie die Übersicht ist. So, den können wir hier mal abmachen. Wunderbar. So. Und haben dann hier einige bekannte und einige neue Bedienelemente. Bekannt ist natürlich hier der Gashebel. Dann sind das hier Bug- und Heckstrahlruder. Also Bug ist dieses, Heckstrahlruder jenes. Alles elektrisch. Hier den Start. Und dann haben wir hier, das ist das Innovative, einen Joystick, mit dem wir drehen und in die einzelnen Richtungen lenken können. Und das Intelligente dieser Steuerung ist, dass sowohl Bug- und Heckstrahlruder als auch Antriebsmaschine so intelligent programmiert sind, dass sie diesen Bewegungen, die ich hier mache, entsprechend angesprochen werden. Also ab einer Geschwindigkeit von etwa 6 km/h oder geringer kann ich dann wirklich durch diesen Joystick das Schiff entweder auf dem Teller drehen oder eben auch vorwärts, rückwärts, diagonal oder wie auch immer bewegen. Selbst bin ich es noch nicht gefahren, aber mir wurde berichtet, dass das wirklich gut funktioniert. Und da gehört schon einige Intelligenz dazu, dass dies alles aufeinander abgestimmt ist. So, wir sitzen hier ganz vorne rechts jetzt, Steuerbord auf der Evolution, schauen raus, haben noch die Sitzrunde vor uns hier. Und letztendlich ist dieses Steuerhaus hier auch eine Kabine. Denn hier drüben haben wir wieder eine Sitzgruppe und können diese dann zu einem Bett für die Nacht umbauen. Der Vorteil ist, finde ich, man kann das ganze Schiff, also die ganze Fläche des Schiffes, immer nutzen. Also es ist jetzt kein Raum, der brach liegt, wenn man halt tagsüber mit dem Boot unterwegs ist. Der Nachteil ist, wir müssen halt auch immer umbauen oder man muss halt wirklich immer, wenn man jetzt von Achtern nach vorne auf den Bug geht, muss man halt irgendwie immer dann durch den Steuerstand und eben auch die Schlafkabine. Das muss man halt für sich entscheiden, wie man das findet. Es macht auf mich erstmal wirklich einen sehr interessanten Eindruck, was die Nutzung des Platzangebots angeht. Das gefällt mir gut, dass wirklich aller Raum immer sehr gut genutzt ist und halt, wenn man ehrlich ist, halt so eine Schlafkabine ist ja die meiste Zeit eben ungenutzt. Aber dieses Umbauen, das muss man dann eben auch wirklich machen. Oder man stiefelt halt eben durch sein Bett. Und jetzt bauen wir zur Nacht unser Bett auf. Den Sockel ausziehen und dann die Matratze. Mit einigem Schwung unten den Sockel arretieren. Bitte schön. Gehen wir hier noch einmal raus. Sind jetzt vorne am Bug. Schauen hier einmal rum. Das ist ja auch eine sehr schöne Sitzgruppe, wo man auch dann, wenn hier vorne jetzt, sage ich mal, das Steuer geführt wird vom Kapitän, gut beieinander sitzen kann. Entweder halt hier draußen oder eben drinnen auf dem Sofa, das wir gerade gesehen haben. Das sieht ganz gut aus. Wo man noch darauf hinweisen muss, das ist mir aufgefallen, ist, dass hier außen, wenn ich jetzt hier mal sehe, kein Gangbord seitlich ist. Also ich komme hier vorne in diesen Bereich, in dem ich jetzt bin, nur wenn ich wirklich durch das Schiff durchgehe. Also hier nach vorne durch das Schiff gegangen bin und außenrum an der Seite komme ich nicht nach hier vorne. Das ist auf jeden Fall auch eine Lösung, die man erstmal betonen muss, damit man sich darauf einrichtet. Ich gehe mit euch mal zurück durchs Schiff, vorbei. Hier habe ich noch die Dusche offen gelassen. Dusche zu. Sind wir wieder im Salon. Und so, jetzt sind wir einmal vorne am Bug gewesen. Wir sind im Salon gewesen, haben gesehen, was da alles an Stauraum und Umbaumöglichkeiten ist. Wo waren wir noch nicht?
Ja, wir waren noch nicht auf dem Sonnendeck. Heute scheint zwar nicht die Sonne, aber wir gehen mal trotzdem hin. Kommt mit. Das geht hier nach oben und ich kann live berichten, sichere, trittfeste Stufen, das geht gut. Nicht allzu steil, kommt man hier oben an und ist hier am oberen Steuerstand, sogenannte Flybridge. Und hier können wir mal schauen, das sieht im Prinzip ganz genauso aus wie unten. Alles da, wie wir es unten haben, auch der Joystick. Was ich unten gar nicht erwähnt hatte, ist hier der USB-Anschluss. Also wir können hier direkt unser Handy anschließen, die Kamera anschließen und laden während der Fahrt. Das finde ich schon mal eine gute Sache. Und hier vorne dann, und das ist sicherlich auch nicht verkehrt, haben wir nochmal Halter für die Tassen mit Aussparung für den Henkel. Also Kaffeetassen stehen hier sicher, auch bei stürmischer See. Was ihr im Hintergrund seht, ist ja noch das Fahrrad. Das ist auch offensichtlich ganz praktisch, wenn man zum Brötchen holen mal von Bord muss oder für einen Einkauf. Das haben wir. Und dann haben wir hier an der Seite verstaut unser Toplicht. Ne, denn wenn wir vor Anker liegen, müssen wir ja ein Ankerlicht setzen. Das ist hier oben. Und damit wir das aber nicht abfahren, weil das ja dann doch ziemlich weit aufträgt hier. Achso, und hier natürlich noch die Positionslichter, Backbord und Steuerbord, rot-grün. Ist das hier jetzt beiseite gelegt und ich habe gerade gesehen, wo es auch hingehört, nämlich dann hier vorne vor den Steuerstand. Hier wird das eingestöpselt und auch angeschlossen, sodass wir dann, wenn wir vor Anker liegen, dieses Licht setzen können, damit wir ordnungsgemäß auf dem Wasser unterwegs sind. Mir fällt noch auf, dass auch der Schrubber einen festen Platz hat. Und auf der anderen Seite an Steuerbord ist der Bootshaken mit einem festen Platz versehen. Das ist schon mal ganz gut, weil die fliegen ja meistens so rum. So, liebe Freunde, jetzt haben wir die Evolution von Lockerboat kennengelernt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gern ein Like da und abonniert unseren Kanal vom Hausboot-Profi Frank. Ich hoffe, unser kleiner Einblick hilft euch bei der Entscheidung für das richtige Boot für euren nächsten Bootsurlaub. Bis dahin, wir sehen uns auf dem Wasser. Euer Hausboot-Profi Frank. Ciao!